Ich zeige euch heute so einen Stuten, der nicht nur toll aussieht, sondern auch super lecker schmeckt. Wir brauchen dafür nur ganz wenige Zutaten: Mehl, Zucker, Salz, Milch, Butter, Hefe und eine Messerspitze Kurkuma. Wir beginnen damit, die Hefe in kalter Milch aufzulösen. Ich nehme 1/3 vom Würfel und das lösen wir einfach in der Milch auf. Ich habe hier 80 Gramm Zucker, davon nehme ich eine Prise oder auch 2 und löse die Hefe auf. Die Hefe löst ihr als allererstes auf und dann könnt ihr anfangen, eure Zutaten abzuwiegen. Ich habe das jetzt schon gemacht und das vermische ich jetzt alles. Ich habe hier jetzt 500 Gramm helles Weizenmehl. Ich habe 405 genommen, ihr könnt 550er nehmen oder ihr könnt auch helles Dinkelmehl nehmen. Darauf gebe ich 80 Gramm Zucker, eine Prise Salz und wirklich nur eine ganz kleine Messerspitze Kurkuma. Das vermische ich jetzt ganz grob. Ihr könnt die Zutaten jetzt alle in eine Schüssel geben und von Hand verkneten. Das ist nämlich auch total wichtig bei diesem Rezept. Aber ich packe das jetzt erstmal alles in die große Schüssel und verrühre das und anschließend wird das mit der Hand geknetet. Ich gebe jetzt hier alle Zutaten in eine große Schüssel. Ich gieße jetzt erstmal die Milch mit der Hefe rein und darauf kippe ich jetzt das Mehl mit dem Zucker und verrühre das jetzt erstmal grob. Während ich die Zutaten verrühre, gebe ich nach und nach die weiche Butter dazu. Ich habe den Teig jetzt hier grob verrührt und den verkneten wir jetzt von Hand. Wir haben ja kalte Milch benutzt und jetzt ist es wirklich wichtig, dass wir dem Teig durch Kneten Wärme hinzufügen und dafür kneten wir den Teig jetzt ungefähr 5 Minuten. Nach ungefähr 5 Minuten merkt ihr, wie sich die Konsistenz ein bisschen verändert und wie der Teig unter eurem Handballen warm wird. So, ich habe den Teig jetzt ungefähr gut 5 Minuten geknetet und er ist jetzt ganz weich. Und jetzt packe ich den hier in so eine Schüssel. Ich nehme hier einfach so ein Küchentuch, am besten feuchtes, und das stelle ich jetzt für 1 Stunde an einen warmen Ort. Der Teig ist jetzt aufgegangen. 1 Stunde habe ich den stehen gelassen und den verarbeiten wir jetzt. Bevor ich den Teig verarbeite, habe ich hier unsere Backform und einen Pinsel und ein bisschen Butter und pinsel die Form schon mal mit Butter ein. So, da ist jetzt Butter drin und das stelle ich zur Seite. Den knete ich jetzt noch einmal kurz durch, damit die Luft raus ist. Der Teig hat eine schöne Konsistenz, der klebt nicht an der Arbeitsplatte fest. Wir brauchen kein Mehl, um die Arbeitsplatte zu bemehlen. Ich orientiere mich jetzt hier an der Backform, dann sehe ich etwa, wie breit der Teig werden muss. Und ich rolle den Teig jetzt einfach aus.
Den abgeschnittenen Teig, den können wir einfach hier oben drauf legen. Und jetzt schneide ich den Teig hier ein. Ich drücke hier nicht feste, ich schiebe das Messer quasi eher durch den Teig. Und jetzt rolle ich den Teig einfach ein. Deshalb ist das auch egal, dass ich da das Zeug wieder drauf gehauen habe. Und jetzt habe ich das hier drin. Das Ganze decke ich jetzt nochmal ab, lasse das stehen, bis sich das verdoppelt hat ungefähr, und in der Zwischenzeit heize ich den Ofen vor. So, mein Teig ist jetzt aufgegangen und jetzt habe ich hier ein bisschen Milch und bepinsel den Teig mit Milch. Ich habe meinen Ofen jetzt vorgeheizt auf Ober-Unterhitze, 170 Grad, und backe den Stuten jetzt für 45 Minuten. Sollte euer Teig zu dunkel werden, könnt ihr den nach 20, 30 Minuten abdecken mit Backpapier oder mit Alufolie, dann wird er nicht so dunkel. So, der Stuten ist jetzt fertig, den lassen wir jetzt auskühlen und dann schneiden wir den gemeinsam an. So, ich zeige euch jetzt mal eine zweite Variante, wie ihr einen Stuten schön in Form bringen könnt. Dafür teilt ihr den Teig einfach in 2 Teile. Jetzt nehme ich diesmal so eine Form, die habe ich auch wieder mit Butter eingefettet. Und jetzt rolle ich die beiden Teige ein. Und jetzt lege ich die einfach hier ins Backblech. Ich lasse den Teig jetzt erstmal gehen, bepinsel das wieder mit Milch und dann kommt das in den Ofen. So, der Stuten ist jetzt fertig und den schneiden wir jetzt mal gemeinsam an. Der ist schön weich und jetzt schauen wir mal, wie der von innen aussieht. Der ist, boah, ja, butterweich. Ganz zart, perfekt. Wirklich, der ist perfekt geworden. Riecht auch super lecker. So muss ein Stuten sein. Ja, ganz weich. Boah, ganz zart, ganz weich, ganz süß.
Mega, mega lecker. Und sieht auch noch super aus. So, der zweite Stuten ist jetzt auch fertig. So sieht der aus. Super schön geworden. Gefällt mir auch total gut. Das Schöne ist, man kann ihn hier ganz toll abreißen. Ich mag das ja eh total gerne, wenn man Stuten so zerpflückt und auseinanderreißt. Der ist noch ganz heiß, deshalb kann ich den jetzt noch nicht anschneiden. Der sieht aber innen genauso aus wie der. Das ist also, wie gesagt, der zweite Stuten. Den ersten, den habt ihr ja schon gesehen, wie weich und wie zart der ist. Und finde auch, das ist eine total schöne Art, einen Stuten zuzubereiten. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst mir einen Daumen da. So, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr euren Stuten macht. Backt ihr den in der Kastenform? Flechtet ihr euren Stuten? Vor allem würde mich interessieren, wie lange backt ihr euren Stuten? Ich habe nämlich ein bisschen gebraucht, bis ich den richtigen Zeitpunkt herausgefunden habe, bis der Stuten durch ist, weil es gibt einfach nichts Schlimmeres, als wenn der Stuten zu trocken ist oder nicht ganz durch oder aber zu dunkel wird. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal.